Grundelemente der Esoterik von Rudolf Steiner. 6. Vortrag, Berlin, 1. Oktober 1905. Wir wollen uns heute die Stufenfolge der Wesenheiten, zu denen der Mensch gehört, vorführen. Der Mensch ist eben, so wie er jetzt ist, ein Wesen, das geworden ist, das nicht immer so war wie jetzt. Er hat nicht nur andere Stufen vor sich und hinter sich, sondern auch neben sich, so wie das Kind heute den Greis neben sich hat als andere Entwicklungsstufe. Wir wollen uns heute 7 Stufen von Wesenheiten vorführen. Dazu müssen wir uns erst den Unterschied klar machen zwischen empfangenden und schöpferischen Wesenheiten. Mit unserem Auge nehmen wir zum Beispiel eine Farbe, rot oder grün, wahr. Insofern sind wir empfangende Wesen. Die Farbe muss aber erst hervorgebracht werden, damit wir sie wahrnehmen können. Es steht uns also ein Wesen gegenüber, welches die Farbe, zum Beispiel das Rot, hervorbringt. Hierdurch erkennt man die Stufenfolge der Wesenheiten. Wenn man alles, was unseren Sinnen entgegentritt, zusammenfasst, so muss die Seele da sein, damit es empfangen werden kann. Aber es muss auch das Gegenteilige davon da sein, damit es uns entgegengebracht werden kann. Es gibt Wesenheiten, die offenbaren können. Diese haben einen mehr göttlichen oder Deva-Charakter. Wesenheiten, die mehr zum Empfangen geeignet sind, haben einen mehr elementaren Charakter. Göttliche Wesenheiten sind offenbarender Natur. Elementarwesen sind empfangender Natur. Hier haben wir auf diesem Gebiete die schöpferische Weisheit, die draußen schafft, und die Weisheit, die empfangen wird von der menschlichen Seele. Im Lichte ist Weisheit, und in allen Sinneswahrnehmungen enthüllt sie sich. Hinter dem, was sich offenbart, muss man die Offenbarer vermuten, Wesen mit Willensnatur. Die Weisheit ist das, was sich offenbart. Der Mensch ist ein dazwischenstehendes Wesen. Auf der einen Seite, zum Beispiel hinsichtlich aller Sinneseindrücke, ist er ein empfangendes Wesen. Hinsichtlich des Denkens aber ist er ein schaffendes Wesen. Nichts gibt ihm den Gedanken, wenn er ihn nicht zum Wahrnehmen hinzuschafft. So ist er also auf der einen Seite ein empfangendes und auf der anderen Seite ein schaffendes Wesen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Stellen wir uns vor, dass der Mensch imstande wäre, ebenso wie er heute Gedanken schafft, alles, was er wahrnimmt, Töne, Farben und so weiter zu schaffen. Heute ist er nur auf einem Gebiete, im Denken schaffend, und braucht, um Sinneswahrnehmungen zu haben, schöpferische Wesen um sich herum. Auf dem Gebiete der Hervorbringung seiner eigenen Wesenheit ist er schaffend gewesen im Anfange dieser Entwicklung. Er hat sich damals selbst seinen Organismus geschaffen. Jetzt braucht er andere Wesen dazu. Der Mensch muss sich jetzt in einer leiblichen Gestalt inkarnieren, die von außen her bestimmt ist. Er neigt da noch mehr den elementaren Wesenheiten zu, als auf dem Gebiete des Wahrnehmens und des Denkens.
Denken wir uns nun, dass der Mensch auch Töne, Farben und andere Sinneswahrnehmungen und seine eigene Wesenheit hervorbringen könnte. Dann haben wir den Menschen, der vor der lemurischen Rasse da war und den man den reinen Menschen nennt. Unrein wird der Mensch dadurch, dass er nicht sein ganzes Wesen selbst erzeugt, sondern anderes in seine Wesenheit hineingliedert. Dieser reine Mensch ist Adam Kadmon genannt worden. Wenn die Bibel anfangs vom Menschen spricht, spricht sie von diesem reinen Menschen. Dieser reine Mensch hatte noch nichts Karmisches in sich. Die Begierde kam erst, nachdem er anderes in sich eingegliedert hatte. So entstand die zweite Stufe der Menschheit, der kamarupische Mensch. Nur eine Unterabteilung desselben ist das höhere Tier. Ohne warmes Blut gibt es kein selbstständiges Kamarupa in den Wesenheiten. Die nicht warmblütigen Tiere werden von anderen Wesenheiten dirigiert. Alle warmblütigen Tiere stammen vom Menschen ab. Zuerst haben wir also den reinen Menschen, der tatsächlich bis zur lemurischen Zeit ein übersinnliches Dasein führte und alles, was an ihm ist und lebt, aus sich selbst hervorbrachte. Die heutigen kaltblütigen Tiere und die Pflanzen haben sich in einer anderen Weise entwickelt als die warmblütigen Tiere. Die heute da sind Überbleibsel von mächtigen, riesengroßen, merkwürdigen Wesenheiten. Einige von diesen kann die Wissenschaft nachweisen. Das sind dekadente, herabgekommene Tiere, die von denen abstammen, die der reine Mensch benutzt hat, um sich in ihnen zu verkörpern, damit er einen Körper hatte für das Karmische. Zuerst hatte der reine Mensch noch keine Verkörperung gefunden auf der Erde. Er schwebte noch über den Verkörperungen. Von diesen großen, gewaltigen Wesenheiten, in Klammern Tieren, benutzte der Mensch die vollkommensten, um sich in ihnen zu inkarnieren. Er hat sich diese Wesenheiten angegliedert, und dadurch war er imstande, eigenes Karma hineinzubringen. Einige dieser Wesenheiten entwickelten sich weiter und wurden nun zu den Atlantiern und zu der gegenwärtigen Menschheit. Doch nicht allen ist es gelungen, sich anzupassen. Diese wurden die niederen Wirbeltiere. Zum Beispiel Kängurus sind solche misslungenen Bildungen auf dem Wege zum Menschen, wie Töpferwaren, die man zurücklässt. Nun wurden vom Menschen Versuche gemacht, das Karma in die Tiergestalten hineinzubringen. Das Karma ist eigentlich erst in der jetzigen menschlichen Gestalt darinnen, und zwar im Herzen, in der Blutwärme, im Blutkreislauf. Immer wieder wurden Versuche gemacht, und so ging es höher hinauf von Stufe zu Stufe. Misslungene Versuche sehen wir zum Beispiel in den Faultieren, den Kängurus, den Raubtieren, den Affen und Halbaffen. Diese alle blieben auf der Strecke zurück. Die warmblütigen Tiere sind misslungene Versuche menschlicher Karma-Bildung. Alles, was an Karma in ihnen ist, könnte der Mensch auch in sich haben. Aber er hat es in ihnen abgeladen, denn diese Art Karma konnte er nicht brauchen. Es gibt einen wichtigen okkulten Grundsatz. Jede Eigenschaft hat zwei entgegengesetzte Pole. So finden wir, wie positive und negative Elektrizität sich gegenseitig ergänzen
oder Wärme und Kälte, Tag und Nacht, Licht und Finsternis und so weiter. So hat auch jede Karma-Eigenschaft zwei entgegengesetzte Seiten. Zum Beispiel hat der Mensch im Löwen die Wut aus sich herausgesetzt, die auf der anderen Seite, wenn er sie veredelt, die Kraft ist, die ihn zu seinem höheren Selbst hinaufführen kann. Die Leidenschaft soll nicht vernichtet, sondern geläutert werden. Der negative Pol muss hinaufgeführt werden zu einer höheren Stufe. Dieses Läutern der Leidenschaft, dieses Hinaufführen ihres negativen Poles, nannte man bei den Pythagoreern die Katharsis. Zuerst hatte der Mensch in sich die Wut des Löwen und die List des Fuchses. Die Wut wurde von ihm dann sozusagen im Löwen fixiert und die List im Fuchse. So ist also das warmblütige Tierreich ein Bilderbogen von Karma-Eigenschaften. Heute ist vielfach die Ansicht verbreitet, dass das Tat Tvam Asi, das bist du, als etwas Unbestimmtes, Allgemeines aufzufassen sei. Aber man muss sich etwas Bestimmtes darunter denken. Zum Beispiel beim Löwen muss der Mensch sich sagen, das bist du. So haben wir im warmblütigen Tierreich den kamarupischen Menschen vor uns ausgebreitet. Vorher bestand nur der reine Mensch, Adam Kadmon. Der Naturphilosoph Oken, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Professor in Jena war, hat diese Ideen alle erkannt und sie grotesk ausgesprochen, um die Menschen darauf zu stoßen. Es findet sich bei ihm ein Beispiel, welches auf ein noch früheres Stadium des Menschen hinweist, ehe er das kaltblütige Tierreich abgegliedert hatte. Oken hat den Tintenfisch mit der menschlichen Zunge in Beziehung gebracht. Wenn man auf die Analogie der Zunge mit dem Tintenfisch eingeht, dann hat das eine okkulte Bedeutung. Nun haben wir auch Wesenheiten, die jetzt erst anfangen, gleichsam als Nebenprodukte erzeugt zu werden. Der Mensch hat die List des Fuchses herausgesetzt und behält den Gegenpol dazu zurück. In der List des Fuchses beginnt aber auch ein Keim von etwas anderem sich herauszubilden. Zum Beispiel ähnlich wie der schwarze Schatten eines Gegenstandes durch das von außen hereintretende Licht einen Halbschatten hat. Wir gliederten in dem Fuchse die List aus unserem Inneren ab. Nun wird ihm von der Peripherie Geist zugeführt. Die Wesenheiten, die auf diese Weise von der Peripherie aus im Karmischen wirken, sind die Elementarwesen. Das, was der Fuchs von uns bekommen hat, ist in ihm Tier. Was von außen her an ihn angegliedert wird vom Geiste, ist Elementarwesen. Er ist auf der einen Seite durch den Geist der Menschheit und auf der anderen Seite durch ein Elementarwesen entstanden. Wir unterscheiden also erstens Elementarwesen, zweitens den kamarupischen Menschen, drittens den reinen Menschen, viertens den Menschen, der in einer gewissen Beziehung den reinen Menschen überwunden hat, der das, was außen um ihn herum ist, aufgenommen hat und schöpferisch tätig ist. Er hat alles, was es im Erdendasein um ihn herum gibt, berührt und aufgenommen. Das bringt ihm die Pläne, die Vorschriften,
die Gesetze, die das Leben schaffen. Einst war der Mensch vollkommen, und er wird es auch wieder werden. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was er war, und dem, was er sein wird. Was außen um ihn herum ist, wird später sein geistiges Eigentum geworden sein. Was auf der Erde von ihm erworben ist, wird später Fähigkeit des Menschen, schöpferisch tätig zu sein. Das ist dann sein innerstes Wesen geworden. Einer, der die ganzen irdischen Erfahrungen aufgenommen hat, so dass er von einem jeglichen Dinge weiß, wie es verwertet werden kann, und so ein Schöpfer geworden ist, wird Bodhisattva genannt. Das heißt ein Mensch, der Bodhi, die Buddhi der Erde genugsam in sich aufgenommen hat. Dann ist er reif, aus den innersten Impulsen herauszuwirken. Die Weisen der Erde sind noch nicht Bodhisattvas. Auch für einen Weisen gibt es immer noch Dinge, in denen er noch nicht vermag, sich zurechtzufinden. Erst wenn man das gesamte Wissen der Erde in sich aufgenommen hat, um schaffen zu können, ist man ein Bodhisattva. Buddha, Zarathustra zum Beispiel waren Bodhisattvas. Wenn der Mensch sich noch weiter hinauf entwickelt, so dass er nicht nur ein Schöpfer auf der Erde ist, sondern Kräfte hat, die über die Erde hinausgehen, dann steht es ihm frei, diese höheren Kräfte zu gebrauchen oder weiter auf der Erde zu wirken. Er kann dann von fremden Welten etwas auf die Erde hereinbringen. Eine solche Zeit war da, bevor der Mensch sich zu inkarnieren begann, in dem letzten Drittel der lemurischen Zeit. Der Mensch hatte den physischen Körper, den Ätherkörper und den Astralkörper ausgebildet. Diese Teile seines Wesens hatte er sich aus der früheren Erdenentwicklung mitgebracht. Die zwei nächsten Impulse, Karma und Manas, hätte er nicht auf der Erde finden können. Sie liegen nicht in der Entwicklungskette der Erde. Der erste neue Anstoß, in Klammern Karma, war nur als Kraft auf dem Mars zu finden. Kurz bevor der Mensch sich inkarnierte, kam er hinzu. Der zweite Anstoß, in Klammern Manas, kam vom Merkur in der 5. Unterrasse der Atlantier, bei den Ur-Semiten. Diese neuen Antriebe mussten durch noch höhere Wesenheiten, durch die Nirmana-Kayas von anderen Planeten auf die Erde gebracht werden. Vom Mars brachten sie Karma, vom Merkur Manas hinzu. Die Nirmana-Kayas sind noch eine Stufe höher als die Bodhisattvas. Diese können die fortdauernde Entwicklung regeln. Etwas Fremdes aber können sie nicht hineinbringen. Das können nur die Nirmana-Kayas. Noch um eine Stufe höher als die Nirmana-Kayas stehen diejenigen Wesenheiten, welche man Pitris nennt. Pitris sind gleich Väter, denn die Nirmana-Kayas können wohl etwas Fremdes in die Entwicklung hineinbringen, aber sie können nicht sich selbst hineinopfern, sich hinopfern als Substanz, so dass sie auf dem nächsten Planeten einen neuen Zyklus hervorbringen können. Das können die Pitris, die Wesenheiten, die sich auf dem Monde ausgebildet hatten und nun herübergekommen waren. Sie sind der Anstoß zur Erdenentwicklung geworden. Wenn der Mensch durch alles hindurchgegangen ist,
dann ist er imstande, ein Pitri zu werden. Die nächste, noch höhere Stufe, die man nur noch nennen kann, sind die eigentlichen Götter. So haben wir also 7 Stufen von Wesenheiten. Erstens die Götter, zweitens Pitris, drittens Nirmana Kayas, viertens Bodhisattvas, fünftens reine Menschen, sechstens Menschen, siebentens Elementarwesen. Das ist die Reihenfolge, von der Helena Petrovna Blavatsky spricht. Hier können wir noch die Frage anschließen, was für ein Organ es ist, das den Menschen kamarupisch gemacht hat. Es ist das Herz mit den Adern und dem Blut, das durch den Körper pulsiert. Das Herz hat einen physischen Teil, einen ätherischen Teil. Aristoteles spricht von diesem, da man früher nur den Äthermenschen für wichtig hielt, und einen astralen Teil. Das ätherische Herz steht in Verbindung mit der 12-blätterigen Lotusblüte. Von den physischen Organen haben nicht alle auch astrale Teile. So ist zum Beispiel die Galle nur physisch und ätherisch. Das Astrale fehlt.